In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Bulls Power Indikator zur Verwaltung von Handelspositionen nutzt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Das erste, was wir in unserem Code programmieren, ist die Einbindung der Klasse cTrade aus der Standardbibliothek. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, die uns helfen, unsere Handelsoperationen effizienter zu verwalten. Als nächstes instanzieren wir ein cTrade-Objekt mit Standardparametern. Dieses Objekt wird alle Handelsoperationen verwalten, einschließlich der Positionsverwaltung. Im nächsten Schritt definieren wir die Parameter für die Konfiguration unserer Strategie. Diese Parameter sind in den Eigenschaften des Expert Advisors einstellbar. Der Parameter LookbackBars legt den historischen Bereich für Höchst- und Tiefststände fest und ermöglicht uns die Analyse von bis zu 1000 Kerzen. Der Parameter MinCandlesback legt das Mindestalter für ein gültiges Hoch oder Tief fest, das zwischen 5 und 50 Kerzen liegen kann. Der Parameter Trailing Offset gibt eine Sicherheitsspanne für den Trailing Stop vor, die in Punkten gemessen wird und zwischen 1 und 20 liegen kann. Der Parameter Bulls Period schließlich legt den Zeitraum für die Berechnung der Bulls Power fest. Anschließend deklarieren wir unsere globalen Variablen und Handles. Die Variable Bulls Handle speichert das Handle für den Bulls Power Indikator, während das Array Bulls Buffer als Ringpuffer für die Speicherung der Bulls Power Werte dient. Das Array Price Data enthält die Daten der Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse für unsere Analyse. Als nächstes implementieren wir die Expert Initialization Function, die einmal beim Start des Expert Advisors zur Einrichtung des Indikators ausgeführt wird. In dieser Funktion erstellen wir das Handle des Bulls Power Indikators mit Hilfe der Funktion iBullsPower, die das Symbol, den Zeitraum und die Bulls Period als Parameter erhält. Außerdem konfigurieren wir unsere Arrays als Zeitreihen und stellen sicher, dass die neuesten Daten bei Index 0 liegen. Nun gehen wir zu den Funktionen zur Positionseröffnung über. Die Funktion OpenBuy-Position ist für die Ausführung von Marktaufträgen für Kaufpositionen zuständig. Sie ruft den aktuellen Ask-Preis mit der Funktion Symbol InfoDouble ab, die das Symbol und den Parameter Symbol Ask übernimmt. Anschließend führen wir einen Kaufauftrag mit der Methode Position Open der Klasse cTrade aus. Zu den Parametern für diese Methode gehören das Symbol, der Auftragstyp, das Volumen, der Preis, der Stop-Loss, der Take-Profit und ein Kommentar. In diesem Fall eröffnen wir eine Kaufposition mit einer Größe von 0,10 Loads, also 10 Mikroloads, zum aktuellen Ask-Preis, ohne dass ein Stop-Loss oder Take-Profit gesetzt wird. In ähnlicher Weise führt die Funktion OpenSell-Position Marktaufträge für Verkaufspositionen aus. Sie ruft den aktuellen Bidpreis ab und verwendet die Methode Position Open, um eine Verkaufsposition zu eröffnen. Die Parameter sind die gleichen wie bei der Kauffunktion, mit dem einzigen Unterschied, dass wir den Bidpreis für den Einstieg verwenden. Die Hauptfunktion zur Preisaktualisierung OnTick wird bei jedem Tick ausgeführt und enthält die Kernlogik der Strategie. In dieser Funktion rufen wir zunächst mit Hilfe der Funktion CopyRates historische Kursdaten für die Analyse ab. Diese Funktion benötigt das Symbol, den Zeitraum, die Startposition, die Anzahl der zu kopierenden Kerzen und das Array zum Speichern der Daten. Außerdem laden wir die Bulls Power Werte aus dem Indikator-Puffer mit der Funktion CopyBuffer, die das Indikator-Handle, den Pufferindex, die Startposition, die Anzahl der zu kopierenden Werte und das Array zum Speichern der Werte benötigt. Als nächstes überprüfen wir den Status unserer Positionen. Wir stellen fest, ob wir offene Positionen haben und welchen Typ diese haben, indem wir alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen, um eine sichere Iteration zu gewährleisten. Wir verwenden die Funktion Position getTicket, um die eindeutige Ticketnummer für jede Position zu ermitteln und zu prüfen, ob sie zum aktuellen Symbol gehört. Wenn wir eine offene Position finden, markieren wir sie und speichern ihren Typ. Jetzt gehen wir zur Trenderkennung und Positionsverwaltung über.
Für eine Kaufbedingung prüfen wir, ob der Bulls Power Indikator den Nullpunkt überschreitet, was auf eine potenzielle Aufwärtsdynamik hinweist. Wenn es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion Open Buy Position auf, um eine neue Kaufposition zu eröffnen. Wenn wir bereits eine Kaufposition haben, ermitteln wir mit der Funktion iLowest das niedrigste Tief im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob dieses Tief mindestens Min Candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs über dem ermittelten Tief liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing Stop Niveau und rufen die Funktion Process Trailing Stop auf. Bei einer Verkaufsbedingung prüfen wir, ob der Bulls Power Indikator unter Null fällt, was auf ein potenzielles Abwärtsmomentum hindeutet. Wenn es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion Open Sell Position auf, um eine neue Verkaufsposition zu eröffnen. Wenn wir bereits eine Verkaufsposition haben, ermitteln wir mit der Funktion iHighest das höchste Hoch im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob dieses Hoch mindestens Min Candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs unter dem ermittelten Hoch liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing Stop Niveau und rufen die Funktion Process Trailing Stop auf. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Verwaltung des Trailing Stops sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zuständig. Sie durchläuft alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge und wählt jede Position anhand ihrer Ticketnummer aus. Wir prüfen, ob die Position dem angegebenen Typ entspricht und zu dem aktuellen Chartsymbol gehört. Anschließend rufen wir den aktuellen Stop-Loss-Wert ab und aktualisieren ihn auf der Grundlage des Positionstyps. Bei Kaufpositionen stellen wir sicher, dass das neue Stop-Level höher ist als der aktuelle Stop oder dass kein Stop-Loss vorhanden ist. Bei Verkaufspositionen stellen wir sicher, dass das neue Stop-Level niedriger ist als der aktuelle Stop oder dass kein Stop-Loss vorhanden ist. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Dies ist der letzte Schritt beim Programmieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos anschauen. Wenn alles korrekt funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück im MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Zusammenfassend haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der den Bulls Power Indicator zur Verwaltung von Handelspositionen nutzt. Wir haben diese Funktionalität mit ein paar Zeilen MQL-Code programmiert. Vielen Dank, dass Sie sich das angesehen haben und wir sehen uns im nächsten Video wieder.